Hallo meine lieben Pfeifenfreunde und herzlich willkommen zu meinem heutigen aktuellen Video. Heute möchte ich euch wieder einen Tabak vorstellen, und zwar einen Tabak aus dem Hause DTM Dun Tobacco in Lauenburg in Norddeutschland. Diesmal soll es um einen Tabak gehen, der seine große Anhängerschaft in Deutschland hat und der wirklich äußerst außergewöhnlich ist. Und zwar geht es diesmal um diesen Tabak hier. Hier ist er nochmal. Es ist der Little Wren von DTM Dun Tobacco. Namensgebend ist der Wren, der englische Name für den Zaunkönig, einen der kleinsten Vögel, und zwar der drittkleinste Vogel Europas, aber halt mit einer doch sehr kräftigen Stimme. Und die Dose, finde ich schon, ist eben sehr schön gehalten. Es ist eine 50 Gramm Dose, in der der Tabak daherkommt. Und ich würde doch mal sagen, in gewohnter Weise, bevor wir auf das eigentliche Review eingehen, schauen wir uns doch mal kurz den Tabak ein bisschen genauer an, wie er in dieser Dose daherkommt. Der Tabak kommt, wie man hier schön erkennen kann, sehr schön als Ready Rubbed in dieser 50 Gramm Dose daher. Und man kann auch sehr schön sehen, dass eben dieser Ready Rubbed Tabak, beziehungsweise es ist eigentlich ein Ready Rubbed Cut Plug, vornehmlich aus Virginias besteht und das Ganze noch verfeinert mit ein wenig Black Cavendish, der in aller Wahrscheinlichkeit halt nach die Aromatisierung hier tragen wird. Für dieses Review habe ich mich dazu entschlossen, von Torben Dans das Modell Holger Rustic zu nehmen. Dieses kleine Pfeifchen hier ist halt etwas zierlicher. Das Füllvolumen ist ein knapp mittleres Füllvolumen. Die Brennkammer ist auch nicht allzu weit gebohrt. Doch ich habe den Tabak halt entsprechend relativ locker nach meiner Stopfmethode eingebracht. Oben nur ganz leicht angedrückt und auch auf jeden Fall etwas Platz zum oberen Kopfrand gelassen, da sich dieser Tabak erfahrungsgemäß auf jeden Fall noch ein wenig aufbäumen wird. Und habt ihr das Tabaksbild gesehen? Kommen wir nochmal zur Dose selbst. Wenn wir diese öffnen, sehen wir halt, der Tabak kommt in gewohnter Weise in so einem Papierbeutel daher. Abgedeckt natürlich durch die obligatorische Windrose von DTM Dun Tobacco, anhand derer man halt auch die Tabak entsprechend erkennen kann. Wenn wir nur das Deckblatt entfernen, offenbart sich hier einem ein herrlicher Ready Rub Tabak, basierend auf Virginias. Und wenn wir am Tabak riechen, offenbaren sich einem wirklich sehr, sehr ungewöhnliche Töne vom Duft her. Man riecht auf jeden Fall so ein bisschen was von einem dunklen Vollkornbrot, ähnlich einem Pumpernickel. Man vernimmt auch so ein bisschen was von Trockenobst. Also es könnte auch durchaus wieder ein Casing sein mit Feige oder mit Apfel. Es sind auch ganz leicht florale Töne dabei. Alles in allem halt ein Duft, der wirklich Lust auf mehr macht. Und von daher möchte ich mich jetzt auch nicht allzu lange mit der Dose und mit dem Tabak selbst aufhalten, sondern ich würde sagen, gehen wir direkt zum Review über. Hier ist nochmal kurz die Pfeife, die ich dafür vorgesehen habe. Es ist die Holger von Torben Dansk, eine Kreation von Holger Frickert, einem der Geschäftsführer. Und ich würde sagen, gehen wir direkt zum Review über. Der Tabak lässt sich sehr leicht entzünden und, wie man hier schön erkennen kann, er bäumt sich doch recht kräftig auf. Ein Grund mehr, auf jeden Fall etwas Platz zum oberen Rand zu lassen.
Die Mischung basiert hier auf mittelbraunen Virginias. Diese bringen halt von sich schon eine gewisse Süße mit, aber halt, man merkt es auch schon beim Anzünden, sobald eben die Glut zu heiß wird, hat man halt auch immer so ein leicht bitteres Aroma dabei. Und dieses verfliegt aber halt auch schon wenige Sekunden nach dem Entzünden. Der Rauch ist angenehm kühl und mild. Und es macht sich eine angenehme Virginia-Süße im Mund breit. Die Aromatisierung des Tabaks ist wirklich sehr angenehm. Sie ist weich, sie ist harmonisch und fügt sich mit dem typischen Virginia-Geschmack zusammen zu einem wirklich runden Ganzen zusammen. Also es ist wirklich ein angenehmer Tabak und aus meiner Sicht trotz allem würde ich ihn keineswegs als einen Hocharomaten bezeichnen wollen. In der offiziellen Beschreibung heißt es ja Ready Rubbed Cut Black, hellbrauner Virginia mit einer Spur Black Cavendish, zusammengepresst und gereift, veredelt mit einem neuen attraktiven Flavor, frisch mit süßen und floralen Tönen. Und ich muss halt eben sagen, die Flavorkomposition ist wirklich sehr angenehm. Sie ist frisch, sie hat auch fruchtige Tendenzen, leicht floral, erinnert mich so vom Duft her auf jeden Fall ein bisschen an Anis. Geschmacklich jetzt aber noch nicht mal unbedingt so sehr. Sondern geschmacklich hat man so wirklich etwas leicht Blumiges. Dieses Aroma erinnert mich auch so ein bisschen an so manchen Virginia Flake, der ja von DTM hergestellt wird. Und auch beim Abgang durch die Nase offenbart sich einem wirklich halt ein sehr, sehr angenehmer Genuss. Ich habe den Tabak früher schon öfters geraucht und da kam meiner Meinung nach so das Anishaftige, dieser Anisgeschmack und auch dieser Anisduft etwas stärker zum Tragen. Bei meiner jetzigen Dose hingegen habe ich das Gefühl, es ist doch etwas mehr der Virginia, der geschmacklich durchkommt und wird eben halt harmonisch unterstrichen durch diese, ja, Note von Anis, einem Hauch blumigen Aromas, das ich aber nicht näher definieren kann, und auch einer sehr, sehr angenehmen Süße, die eventuell durch das Casing noch zustande kommen könnte, die aber vielleicht auch trotz allem einfach nur auf den Virginias beruht. Kann ich nicht genau sagen. Es ist eben nicht so, dass man ein klares Aroma hat, wo man sagt, das ist die Aromatisierung und das ist ganz klar deutlich der Geschmack des eigentlichen Tabaks, sondern diese floralen Töne, diese fruchtige Aromatisierung und die Natursüße des Virginias fügen sich hier wirklich hervorragend zu einem einzigen Ganzen zusammen. Man sollte halt wirklich daran denken, dass es sich hierbei um eine Ready Rubbed Virginia handelt und man eben halt entsprechend behutsam rauchen sollte. Ein kräftiges Ziehen zwischendurch einmal mag vielleicht die Glut noch ein bisschen verstärken und das Ganze besser am Glimmen halten. Doch erfahrungsgemäß offenbaren sich einem die meisten und auch die besten Geschmacksnoten, wenn man wirklich nur behutsam, langsam am Tabak zieht und dies vielleicht eher sogar wie eine Art Nippen annimmt, sodass man wirklich immer nur ein bisschen Rauch in den Mund bekommt. Denn sobald es eben zu heiß wird, es ist ja bekannt, werden die Virginias bitter, werden sie gallig und die Aromen gehen entsprechend verloren. Aus meiner Sicht jedenfalls ein sehr, sehr angenehmer Tabak. Ich habe die vorherige Dose hauptsächlich aus Pfeifen von gut mittlerem Füllvolumen geraucht, eben da es sich um einen Ready Rub Virginia handelt.
Habe dazu meistens Pot-Shapes genommen oder halt auch mal die Savinelli 320 KS. Doch wie ihr hier seht, die Holger von Torben Dansk ist jetzt eine Pfeife mit einem, nach meinem Empfinden, knapp mittleren Füllvolumen. Das Volumen ist also nicht ganz so groß. Die Brennkammer ist auch nicht allzu weit von der Bohrung her, eignet sich aber halt trotzdem hervorragend auch für diesen Ready-Rub-Tabak. Aber man sollte wirklich tunlichst darauf bedacht sein, den Tabak nicht zu fest in die Pfeife einzubringen, lieber etwas lockerer, oben auch nur locker andrücken, da er sich halt eben, wie ihr sehen konntet, beim Entzünden auf jeden Fall aufbäumt. Er braucht Platz, er muss sich entfalten können, wie die meisten Ready Rub Mixtures, und auch die Aromen, die hier entsprechend drin sind, brauchen Platz, um sich entfalten zu können, um eben auch geschmacklich richtig zum Tragen zu kommen. Aus meiner Sicht definitiv ein sehr angenehmer Tabak. Definitiv etwas für jemanden, der Virginias mag, mit einer leichten Aromatisierung. Aber ich denke, dadurch, dass die Aromatisierung mehr der Unterstreichung des natürlichen Aromas zugutekommt und eben halt nur diese leicht floralen Noten und diesen Hauch von Anis mit sich bringt, dürfte der Tabak durchaus auch etwas sein für jene, die hauptsächlich eben puren Tabak genießen wollen, die eben wirklich auf reinen, puren, unverfälschten Virginia stehen. Dieses Anisaroma ist jetzt natürlich etwas Spezielles. Es ist ein Nischentabak, das muss man ganz klar sagen. Nicht jeder mag Anis, nicht jeder mag Lakritz, was ja geschmacklich ähnlich ist. Doch aus meiner Sicht ist er eben halt wirklich sehr gut und definitiv eine Empfehlung wert. Ich bin schon auf euer Feedback gespannt. Ich würde natürlich schon gerne wissen, wer von euch den Little Ren aus dem Hause DTM Dan Tobacco selbst schon geraucht hat, wie eure Erfahrungen damit sind. Danke euch natürlich in gewohnter Weise herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit euren Pfeifen und mit euren Tabaken. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder auf diesem Kanal hier. Macht's mir gut, Happy Puffing und bis zum nächsten Mal. Ciao.